Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Update hier aus der Brickworld. Heute mal seht ihr nicht mich, sondern die Stadt und den ganzen Raum. Und ihr seht, dass hier endlich mal richtig aufgeräumt ist. Und damit fangen wir heute mal an. Ich habe den größten Teil endlich verstaut. Ich habe noch einiges zu sortieren etc. Aber hier ist alles mal soweit aufgeräumt, dass die Tische soweit frei sind, dass man dran arbeiten kann ordentlich. Auf dem Boden liegt kein Chaos mehr von den ganzen Arbeiten der letzten Wochen. Und auch sonst ist das Größte an Arbeitsfläche hier aufgeräumt. Ihr seht, da hinten sind noch die ganzen Sets, die teilweise aufgebrochen sind, um sie auszuschlachten, teilweise noch darauf warten, verarbeitet zu werden. Und hier ist, das habt ihr im letzten Video, glaube ich, schon mal gesehen, ein bisschen Ordnung in das ganze System gekommen. Das wird auch noch weitergehen in nächster Zeit. Und ansonsten werden wir heute einige Sachen an verschiedenen Stellen machen. Heute ist so ein kleines Sondervideo zum Thema Detailarbeiten. Hier und da ein paar Sachen, die sich angehäuft haben, ein paar kleinere Details, die ich einbringen möchte. Schauen wir einfach mal, was sich so ergibt. Und ich sage, wir fangen jetzt einfach mal an für heute in diesem Update. Eine Sache hier noch zwischendurch vorab. Ich war am Samstag noch kurz in einem Spielwarenladen, keine Werbung, aber ihr seht wahrscheinlich, in welcher es war. Dort war einiges im Sale und heruntergesetzt. Zum einen leider nur noch 3 Stück von diesen Bauplatten. Für 5 Euro ist das wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Ansonsten noch dieses kleine Dot-Set für 12 Euro. Das sind 722 Teile. Daraus kann man halt einfach ein paar schöne Sachen machen. Diese Dot-Sets sind wirklich sehr gute Teillieferanten, wenn man sie reduziert findet, weil 722 Teile für 12 Euro ist ein Preis von unter 2 Cent. Ungefähr 1,6, 1,7 Cent müssten das sein, wenn ich jetzt nämlich nicht ganz irre beim Ausrechnen im Kopf. Und ich habe dieses Friends-Set gekauft. Friends-Sets sind auf jeden Fall sehr, sehr oft reduziert, was schon eine super Sache ist. Und zum anderen sind sie super Teillieferanten. Und das Set, habe ich mir gedacht, ist ein super Teillieferant für unseren Marktplatz. Denn auf dem Marktplatz sollen ja noch ein paar Buden kommen. Ihr seht, hier sind ein paar kleine Buden. Das ist eine super Vorlage, um ein bisschen was anfangen zu können. Die Figuren kommen natürlich nicht dazu, wobei viele nutzen diese Figuren hier so als Schaufensterpuppen. Muss ich mal überlegen, ob ich sowas vielleicht auch irgendwo in einem Modegeschäft mache. Ansonsten, dieses Set kostet, glaube ich, eigentlich 55 Euro. Es war im Sale für 35 Euro. Für das ist wirklich nicht schlecht. Und auch die anderen Dinge. Ansonsten gab es noch, lustigerweise, das hier kostenlos dazu. Und ja, ich werde das jetzt vielleicht heute auch schon ausschlachten. Schauen wir mal, ob wir da ein paar Buden anfangen zu bauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, wir machen heute hier und da ein paar Kleinigkeiten, einfach um ein bisschen Lücken zu schließen. So, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengebaut, soweit nötig und möglich. Es ist unglaublich, wie viele Steine da übrig bleiben tatsächlich als so Sondersteine. Das wird jetzt natürlich jetzt alles nicht so bleiben. Der Wagen ist tatsächlich interessanterweise auf einer 8er Breite. Ich dachte, er wäre eine 6er Breite. Aber es sind sehr, sehr viele nette Details dabei, die ich ganz nett finde, um sie zu übernehmen als Grundlage für das, was ich vorhabe. Ich habe mir auch letztens noch ein paar von diesen großen Elementen in verschiedenen Farben gekauft, wie ihr sehen könnt, um eben so Stände zu bauen. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, was sich aus dem Set hier machen lässt. Ich denke, da lässt sich ein bisschen was machen für unseren Marktplatz-Vorplatz vom Bahnhof. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall glaube ich immer noch, dass das eine gute Investition war. War ja auch relativ weit runtergesetzt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich bisher eigentlich noch nie realisiert habe, bei diesen Figuren, die Haarteile sind ja tatsächlich kompatibel mit den normalen Minifiguren. Das ist eine Sache, die ich noch nie so realisiert habe. Das heißt, ich werde mir mal schauen, ob ich da nicht auch mal noch ein bisschen was für die Vielfalt nutzen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es erstmal hier rum, was machen wir aus diesem Set. So, hier seht ihr jetzt nochmal zum Vergleich die Verpackung des Sets, auf dessen Basis ich gearbeitet habe. Und hier das Ergebnis. Ich habe 3 Buden daraus gebaut. Wir haben hier so einen kleinen Saftladen, sage ich jetzt mal. Das ist aus dem da hinten entstanden hauptsächlich. Ich habe natürlich ein bisschen Steine extra genommen, aber ich habe es einfach jetzt ein bisschen umgebaut alles. Dann haben wir hier unseren kleinen asiatischen Imbiss. Da ist einiges an neuem Material dazugekommen, basiert natürlich auf diesem hier. Aber ihr seht, da hat sich einiges verändert. Und dann haben wir hier noch diesen, mexikanischen, was auch immer, Taco etc., Wrap, was auch immer stand. Den habe ich auch gebaut mit einigen an neuen Teilen. Und jetzt kommt das Tolle an der ganzen Sache. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand hinzukriegen. Denn die ganzen Dinger werden dann auf dem Marktplatz nebeneinander stehen. Und zwar ungefähr so. Und der Getränkestand hier hinten, der kommt dann hier hin. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus.
Da hinten kommt dann noch was anderes hin, aber das wird dann sozusagen eine Stelle einnehmen. Ich gehe mal mit euch da rüber. Und zwar wird der ganze Block vermutlich hier ungefähr reinkommen und hier den ersten größeren Teil unseres Marktplatzes füllen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Ich werde es natürlich auch noch beleuchten und beleben. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, finde ich, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich finde es hübsch. Ich werde jetzt mal ein bisschen schauen, dass ich das drüben reinbaue. Ich muss ja auch noch den Weg da pflastern mit dem Kopfsteinpflaster. Das wird auch noch eine Sache. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze aussehen kann. Alle Buden, wie ihr sehen könnt, haben ihren Weg an ihren finalen Platz gefunden. Die Beleuchtung ist drin und da hinten ist auch noch eine Straßenbeleuchtung passend zu denen da hinten dazugekommen. Und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Es ist jetzt ein bisschen dunkler im Raum, deshalb sieht man jetzt auch die Beleuchtung besser. Es war ein bisschen frickelig, das alles hier reinzukriegen. Ihr seht hier außenrum auch das Kopfsteinpflaster gebaut auf verschiedene Methoden. Hier ein bisschen anders, nämlich nicht mit den Headlight Bricks, das würde nämlich hier nicht funktionieren. Merkt man aber aus der Entfernung nicht, haben wir auch schon öfters gemacht, auch bei den Schienen zum Beispiel. Aber ihr könnt jetzt hier mal reinschauen und ihr seht, ich finde es eigentlich hübsch, auch mit dem etwas wärmeren Licht. Dort hinten, da müssen wir gleich nochmal reinschauen, ich schaue mal, ob ich von hier aus filmen kann. Da hinten ist noch eine Lücke, das ist beabsichtigt. Das ist unter anderem auch die Beleuchtung. Ich muss nämlich auch noch die Beleuchtung von dort drüben anschließen. Das machen wir aber nicht heute, weil das hat echt lange gedauert hier. Das Ganze ist mir nämlich ein paar Mal auseinandergeflogen beim Installieren. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Minifiguren hinzusetzen und da hinten schauen wir mal, was nächstes machen. Meine Überlegung ist, dass wir dann so ein kleines Lager von Kisten etc. reinmachen, vielleicht noch eine kleine Pflanze. Sieht man dann vielleicht von hier vorne besser oder auch nicht. Auf jeden Fall gefallen mir die Buden da ganz gut vor dem Bahnhof. Es werden auch noch weitere normale Buden oder halt Stände dazukommen. Ich wollte erstmal so ein bisschen auf Basis dieses Sets da ein bisschen arbeiten, weil ich denke jetzt auch ein bisschen was zum Futter kaufen da vorne sicherlich eine ganz nette Idee ist. Denn auch solche Sachen werden sicherlich vor dem Bahnhof ganz gut angenommen werden, eben auch hier, wenn die Leute warten. Oder hier vom Bahnhof zur Straßenbahn oder von der Straßenbahn zum U-Bahn etc. offen oder auch einfach hier die Stadt besuchen, da gibt es auch immer was zu essen. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Figuren hinzusetzen, dann machen wir gleich den finalen Cut und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis von heute. Und damit wären wir fertig für heute. Das heutige Ergebnis ist fertig. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Figuren dazugesetzt. Einfach hier draußen noch ein paar Leute, die vorbeilaufen bzw. am Stand stehen. Das hier vorne, da kommen auch noch Leute hin, die hier anstehen, aber dafür brauchen wir erst noch das nächste Modul. Ansonsten steht hier drüben noch jemand an dem Stand hier. Hier geht eine Dame gerade weg mit ihrem Arbeitskoffer und ansonsten bin ich sehr zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem heutigen Stand haltet. Ich finde auch den Blick von hier vorne sehr nett. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn das Ganze dann hier mal fertig ist, dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Blick mit dem Vorplatz. Es kommt auch noch eine Statue hinzu. Wahrscheinlich auch noch um 1, 2 Bäume, um es ein bisschen aufzulockern, aber das ist ein größeres Projekt, weil auch da sind ja schon sehr, sehr viele Steine drin, das ganze Set, sehr viel Zeit zum Umbauen, Beleuchtung etc., aber ich glaube, das ist ein viel besseres Projekt hier vorne, als den Busbahnhof hier vorne rein zu quetschen. Wie gesagt, schreibt mir gerne alles in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr mir noch schreibt, auch gerne Ideen für weitere Stände, denn ich will jetzt nicht nur einen reinen Wochenmarkt haben, weil das ist, glaube ich, relativ, reiner Wochenmarkt im Sinne von nur Gemüse etc., sondern auch so ein bisschen was zu futtern, weil das passt, glaube ich, wie gesagt, ganz gut dazu. Das war's dann für das heutige Update. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nähern uns den 9000 Abonnenten. Ich bin gespannt, ob im Laufe dieses Videos die 9000 geknackt werden. Ich wäre wirklich super, super, super dankbar. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Und dann würde ich nur sagen, viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.